Unwiderstehlich leckere Brötchen backen wie vom Bäcker ist gar nicht mal so kompliziert. Außen knusprig und innen schön locker und fluffig. Hallo, herzlich willkommen bei Selmas Recipes. In diesem Video zeige ich euch ein geniales Brötchenrezept, das mir mal ein befreundeter Bäckermeister verraten hat. Ich habe dieses Rezept schon mehrfach ausprobiert und damit die besten Ergebnisse erzielt. Probiert es unbedingt mal aus. Für den Brötchenteig nehme ich eine Mischung aus Weizenmehl Typ 550 und etwas Weizenvollkornmehl. Im Originalrezept wird zwar frische Hefe verwendet, aber da ich leider keine da habe, nehme ich einfach Trockenhefe. Als nächstes kommt ein sogenanntes Malzextrakt in den Teig. Der Malzextrakt gibt den Brötchen einen leicht malzigen Geschmack und eine schöne goldbraune Farbe. Statt Malzextrakt könnt ihr aber auch dieselbe Menge an Honig verwenden. Im nächsten Schritt kommt das Wasser hinzu. Da jedes Mehl Wasser etwas anders bindet, solltet ihr zunächst nur etwa 3/4 des Wassers in den Teig geben und den Rest erst nach und nach zufügen, bis ein Teig entsteht, der sich leicht vom Schüsselrand löst. Jetzt kommt die Zutat, die für eine fluffige Krume wirklich unerlässlich ist, und das ist ein Brötchenbackmittel. Das Brötchenbackmittel sorgt dafür, dass die Brötchen voluminöser und lockerer werden und eine zartsplittrige Kruste bekommen. Alternativ könnt ihr aber auch ein sogenanntes enzymaktives Backmalz verwenden. Die Brötchen schmecken natürlich auch ohne dieses Backmittel richtig gut, nur wird die Krume dann halt nicht wattig weich, sondern etwas kompakter. Wie steht ihr eigentlich zu Backmitteln? Habt ihr damit vielleicht schon Erfahrungen gemacht oder lehnt ihr sie grundsätzlich ab? Schreibt mir eure Meinung gerne mal unten in die Kommentare. Jetzt fehlen nur noch das Salz und etwas Butter und dann muss der Teig nochmal gründlich durchgeknetet werden, bis er den Fenstertest besteht. Ich lasse den Brötchenteig nun so ungefähr 30 bis 45 Minuten an einem warmen Ort ruhen, bis sich das Volumen deutlich vergrößert hat. Grundsätzlich sind alle hier genannten Zeitangaben Richtwerte, das heißt, je nach Umgebungstemperatur kann es auch etwas länger oder kürzer dauern. Am besten ist es, wenn ihr euch nicht strikt an die Zeiten haltet, sondern auf die Veränderung des Teiges achtet. Je nachdem, wie groß ihr die Brötchen machen wollt, könnt ihr aus dem Teig 8 bis 10 Brötchen backen. Ich mache die Brötchen gerne etwas größer, deshalb teile ich den Teig in 8 Stücke. Die Teiglinge müssen jetzt noch ein bisschen auf Spannung gebracht werden. Dazu klappe ich die Teiglinge von außen nach innen kreisförmig ein und forme sie locker zu Kugeln. Bevor die Teiglinge nun ihre endgültige Form bekommen, lasse ich sie nochmal so 5 bis 10 Minuten entspannen. Damit die Brötchen so richtig schön aufgehen, werde ich meinen Backofen schon mal in eine Art Gärraum verwandeln. Dafür stelle ich eine kleine Schüssel auf den Boden und gebe da ungefähr 200 ml kochend heißes Wasser rein. Nach der kurzen Ruhezeit von 5 bis 10 Minuten können wir die Teiglinge nun in ihre endgültige Form bringen. Dafür den Teig kurz in Mehl wenden, und zwar nur so, dass der Teig nicht an den Fingern klebt, und zu einem flachen Oval formen. Dann klappe ich eine der langen Seiten zur Mitte hinein, lege die gegenüberliegende Seite darüber und rolle den Teig locker über die bemehlte Arbeitsfläche. Die fertigen Brötchen kommen mit dem Schluss nach unten auf ein bemehltes Leinentuch.
Jetzt lasse ich die Brötchen für ungefähr 30 Minuten in meinen provisorischen Gärraum aufgehen. Nach ungefähr 30 Minuten hole ich die Brötchen wieder aus dem Ofen heraus und heize den Backofen auf 250 Grad Ober- und Unterhitze vor. Die Brötchen werden jetzt umgedreht und kommen mit dem Schluss nach oben auf das Backblech. Um festzustellen, wann der ideale Zeitpunkt zum Backen gekommen ist, solltet ihr den berühmten Drucktest machen. Gebacken werden die Brötchen jetzt ungefähr 10 Minuten bei 250 Grad. Wenn ihr nach diesem Rezept Aufbackbrötchen selber machen wollt, die ihr dann zum Frühstück fertig backen könnt, dann könnt ihr die Brötchen nach einer Backzeit von ungefähr 15 bis 20 Minuten schon aus dem Ofen holen und nach dem Abkühlen einfrieren. Nach 10 Minuten Backzeit bei 250 Grad entferne ich dann die Schüssel mit dem Wasser und backe die Brötchen noch weitere 15 Minuten bei 210 Grad. So sehen meine fertigen Brötchen aus. Ich lege sie zum Abkühlen auf ein Gitter und gleich zeige ich euch noch, wie sie von innen aussehen. Jetzt schneide ich mal ein Brötchen für euch auf. Sie sind genau so, wie ich sie am liebsten mag. Außen schön knusprig, innen watteweich und fluffig. Und wie das duftet. Das ist wirklich nicht zu vergleichen mit den kompakten Brötchen, die ich sonst immer gebacken habe. Vielen Dank nochmal an den lieben Leon für dieses tolle Rezept. Ich hoffe, das Rezept hat euch gefallen und ihr backt diese tollen Brötchen auch mal nach. Wenn euch das Video gefallen hat, dann vergesst bitte nicht auf den Daumen nach oben zu klicken. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!